Hallo Leute, willkommen bei Ecofahrer. Mein Name ist Helmut. Heute gehen wir auf unsere Ecofahrerrunde mit dem VW Polo TSI mit 70 kW Motor, mit dem 1 Liter Motor, 3-Zylinder Turbo, 95 PS. Eigengewicht des Fahrzeuges ist 1133 Kilogramm. Und der WLTP-Verbrauch liegt bei 5,2 Liter auf 100 Kilometer. NEFZ 4,5. Und auf Spritmonitor finden wir einen Durchschnittswert von 5,77 mit einer Range von 5,0 bis 7,09. Ja, also ich gehe mal davon aus, niedrige 4 werden wir dann schon erreichen. Aber das sehen wir ja dann. Wir haben hier ein 5-Gang-Schaltgetriebe. Und die Strecke, die wir machen, ist natürlich dieselbe wie immer. Die zeige ich euch hier für diejenigen Zuseher, die noch nie bei mir auf dem Kanal waren. Wir beginnen am südlichen Stadtrand von Innsbruck, fahren jetzt noch aus der Stadt raus, so 1,5 Kilometer in einer 30 km/h Zone. Dann beginnt eine Steigung, die bringt uns ca. 360 Höhenmeter nach oben. Es folgt eine Hügelstrecke, eine Abfahrt, da sind wir dann ungefähr auf dem gleichen Niveau von der Seehöhe wie am Start und dann sehen wir dann schon, wo die Richtung hingeht. Es folgt dann eine Überlandstrecke mit Geschwindigkeiten zwischen 30 und 100 km/h, Autobahn und zum Schluss 18 Kilometer innerstädtische Strecke. Am Ende eines jeden Abschnittes werden wir den Verbrauch anschauen und am Ende der Fahrt analysieren wir dann die ganzen Daten. Und dann sehen wir ja, was rauskommt. Die Kameras laufen die ganze Zeit mit. A, um zu zeigen, wie fahre ich, um den Verbrauch, den ich am Ende erzielt haben werde, zu erzielen. Und B, um zu zeigen, dass man nicht langsam fahren muss, um effizient zu fahren. Ich möchte mit dem Vorteil aufräumen, man muss schleichen und fahren wie die Oma, um effizient zu fahren, und das ist einfach nicht der Fall. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns später. So, wir kommen jetzt ans Ende der Steigung und der Bordcomputer sagt hier 8,7 Liter auf 100 Kilometer. Stichwort Bordcomputer, ja, ich nehme die Werte laut Bordcomputer. Ihr seht, das Fahrzeug hier ist halb voll getankt. Es übersteigt schlicht und einfach meine Möglichkeiten, dass ich jedes Fahrzeug hier voll tanke, fahre und dann nochmal tanke, um zu schauen, wie viel passt wirklich an Treibstoff ins Fahrzeug. Und zum Zweiten, bei den geringen Mengen, die ich hier verbrauche, ist das auch nicht sehr genau. Also da kann einige Tropfen mehr oder weniger machen hier auch schon einen Unterschied von 1-2% aus, und das habe ich beim Bordcomputer auch. Und der ADAC hat auch festgestellt, dass der größere Teil der Bordcomputer einen höheren Verbrauch anzeigen als einen niedrigeren. Also ja, das nehmen wir einfach so hin. Aber zum Fahrzeug. Ja, es ist ein typischer Turbomotor, so ungefähr ab 1900, 2000 Umdrehungen hat man Zugkraft. Vor allem wenn es bergauf geht, wenn man wirklich Kraft braucht. In der Ebene ist es kein Problem. Jetzt fahre ich im 4. Gang hier mit 1400 Umdrehungen, beharrenderweise, knapp unter 50, kein Problem. Und jetzt, wo es bergab geht, kann ich auch den 5. Gang schalten mit 1100 Umdrehungen. Ich brauche nicht viel Kraft, deswegen ist es egal.
Wir kommen jetzt auf die Hügelstrecke, beziehungsweise sind schon auf der Hügelstrecke, und hier ist es wichtig, das Fahrzeug oder die Strecke in die Fahrweise mit einzubeziehen. Wenn es bergab geht, Schwung holen, diesen Schwung mitnehmen in das nächste Flachstück, in die nächste Steigung, und dort diesen Schwung dann etwas abbauen, diese kinetische Energie, also wie auf einer Achterbahn, wo man mit relativ wenig Kraftaufwand oder mit null externer Energie eigentlich dann in dem Moment, wo man am höchsten Punkt ist, bis zum Ende durchfährt. Und so kann man auch auf hügeligen Strecken fahren. Es hat jetzt leider ein bisschen angefangen zu regnen, aber schauen wir, wie es sich entwickelt. Es schaut schon wieder etwas heller aus da hinten. 6,7 Liter auf 100 Kilometer nach den Hügeln. Jetzt auf der Bergabstrecke ist es wichtig, das Fahrzeug, wenn möglich, mit eingelegtem Gang rollen zu lassen. Eingelegter Gang heißt, die Schubabschaltung ist aktiv und es wird kein Treibstoff eingespritzt. Wir haben 2 Flachstücke, da versuche ich natürlich darüber zu kommen, ohne Gas zu geben. Wenn es sein muss, steige ich auf die Kupplung und lasse das Fahrzeug rollen. Da sehen wir dann, was am besten geht. Kommt auch auf den anderen Verkehr an. Aber natürlich bergab haben wir Hilfe durch die Erdanziehungskraft, Hangabtriebskraft, und die hilft uns natürlich beim Energiesparen. So, am Ende der Abfahrt zeigt der Bordcomputer 4,8 Liter auf 100 Kilometer. Wir kommen jetzt auf die Überlandstrecke und hier haben wir einige Ortsdurchfahrten und Geschwindigkeitslimits von 30 bis 100 km/h. Und ja, hoffen wir, dass wir diesmal keine Schnarchnasen vor uns haben, und schauen wir, wie es sich entwickelt. Generell ist es wichtig, eben die Drehzahl niedrig zu halten, außer man braucht natürlich die Kraft, aber auch das vorausschauende Fahren. Hier zum Beispiel, ja, es ist grün, ich kann rollen lassen, vor mir ist die Spur frei, perfekt. Ihr habt gesehen, auf der Abfahrt habe ich, wenn es die Situation erfordert hat, bin ich mit gedrückter Kupplung gefahren, um eben die zu starke Bremswirkung des Motors zu vermeiden, und eben auch zu vermeiden, dass ich auf das Gaspedal steigen muss.
kommen zum Ende des Freilandstraßenabschnittes und wir biegen jetzt hier dann rechts ab auf die Autobahn. Und hier haben wir 4,3 Liter auf 100 Kilometer. Ja, das ist schon nicht schlecht und da sind wir auf dem Weg niedrige 4, was ich vorher geglaubt habe, dass wir erreichen werden. Wir kommen jetzt auf die Autobahn. Auf diesem Abschnitt der Autobahn haben wir eine 100 km/h Beschränkung, Emissionsschutzgesetz Luft. Stammzuseher kennen das. Das heißt, wir sind hier einfach auf 100 km/h beschränkt. Auf dem Freilandstraßenabschnitt habt ihr vielleicht gesehen, es waren immer wieder langsame Fahrzeuge vor uns und man kann halt auch diese unregelmäßige Fahrweise der anderen Autos ausgleichen, indem man selbst dann ein bisschen Abstand hält und eben etwas Spielraum nach vorne hat, um die Geschwindigkeit etwas gleichmäßiger zu halten. So, am Ende der Autobahn, wenn wir hier um die Kurve fahren, zeigt der Bordcomputer 4,2 Liter auf 100 Kilometer. Ja, es war relativ ruhig auf der Autobahn, wir konnten da gleichmäßig fahren, das war ganz gut. Ja, wir kommen jetzt in den letzten Abschnitt des Tages, in die Innenstadt. Hier ist es wichtig, das Fahrzeug in Bewegung zu halten. Jeder Beschleunigungsvorgang kostet Kraft, kostet Energie. Also sollten wir vermeiden zu beschleunigen und dazu müssen wir vorher vermeiden zu bremsen. Da hilft es natürlich vorausschauend zu fahren, zu versuchen zu antizipieren, was andere Verkehrsteilnehmer machen. Hier zum Beispiel, ich sehe die Schlange vor uns ist relativ lange. Ich brauche gar nicht beschleunigen, obwohl es grün ist. Und das geht sich dann ohnehin nicht mehr aus. Ja. Wenn man eine Start-Stopp-Automatik hat, wie hier in diesem Fall, dann immer versuchen, dass sie aktiv ist, dass sie sich aktiviert, so wie jetzt, und dass sie auch ausgeschaltet bleibt. Wenn man jetzt mit der Kupplung spielt oder vielleicht mal einen halben Meter oder einen Meter vorzieht, dann dann schaltet sich der Motor ein und bringt eigentlich nichts. Also immer schauen, dass sie ausgeschaltet bleibt.
So, wir kommen jetzt zum Ende unserer Fahrt auf der Normverbrauchsrunde mit dem VW Polo TSI. Verkehr war in der Stadt heute etwas mühsam. Manchmal macht es keinen Spaß, muss man sagen. Aber ja, wir kommen jetzt zum Ende, stellen uns dann hier gleich auf den Parkplatz. Und dann sehen wir hier 4,3 Liter auf 100 Kilometer. Ja, niedrige 4, das war so meine Erwartung. 4,5 ist der NEFZ und ja, damit kann man leben und jetzt schauen wir uns die Details an. Jo, schauen wir uns also auf die Schnelle an, wie unsere Daten von der Fahrt mit dem VW Polo TSI aussehen. Gesamtverbrauch 4,3 Liter auf 100 Kilometer ist natürlich ein ziemlich guter Wert. Also das muss man schon sagen, auch wenn man das mit Fahrzeugen vergleichbarer Größe, vergleichbaren Gewichts gegenüberstellt. Zum Beispiel Kia Stonic hier, der hat einen ganzen Liter mehr verbraucht oder 0,9 mehr. Lediglich der viel leichtere Hyundai i10 war hier etwas darunter. Also da muss man sagen, hat VW mit diesem Motor schon ein gutes Aggregat und vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass wir hier nur ein 5-Gang-Getriebe haben. Da wäre dann vielleicht mit einem 6-Gang-Getriebe schon noch das eine oder andere Zehntel möglich. Allerdings, und das gilt natürlich für alle relativ kleinmotorigen Fahrzeuge, für die Handschalter vor allem, es ist ein Aufwand, effizient zu fahren. Also schaltfaul fahren ist natürlich das Paraderezept dafür, dass man einen hohen Verbrauch hat, da man sich dann natürlich per Definition die meiste Zeit außerhalb des optimalen Wirkungsbereichs des Motors befindet und das erfordert dann natürlich, wenn man einen niedrigen Verbrauch haben möchte, muss man dann natürlich auch arbeiten. Man muss immer schauen, dass die Drehzahl niedrig bleibt. Und auch wenn man jetzt im Bereich, sage ich mal so 1800 bis 2000 genügend Kraft dann schon hat, selbst wenn ich dann nur beharrenderweise dahin rolle oder fahre oder nur sehr sanft beschleunige, da kann man dann durchaus mit einer etwas noch niedrigeren Drehzahl fahren. Und das erfordert dann natürlich eben ein bisschen Arbeit. Und noch etwas, nein, moderne Motoren und niedrige Drehzahlen sind kein Widerspruch. Wenn ein Motor wackelt und ruckelt und scheppert, ja, dann hat er ein Problem, aber dann schaltet man. Und wenn ich nicht genügend Kraft habe, weil die Drehzahl zu niedrig ist, ja, dann schalte ich auch. Aber zu, 99,x% der Zeit benötigt man ja nicht die maximale Leistung des Motors, sondern nur einen Bruchteil davon oder wirklich sehr, sehr wenig. Und das kann man auch mit niedrigen Drehzahlen machen. Ja, also eben, es gilt auch hier, was ich bei allen Fahrzeugen sage, das Auto gibt einem die Möglichkeit, aber umsetzen muss es der Fahrer. Wenn euch generell interessiert, wie man Verbrennerfahrzeuge effizienter fährt, verlinke ich hier das Video mit meinen 5 Tipps. Und hier unten findet ihr die Playlist zu den Verbrauchstests von Fahrzeugen mit Benzinmotor. Das war's für den VW Polo TSI. Vielen Dank fürs Zusehen. Gesund bleiben. Ciao.